Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das soll heute nur ein ganz kurzes Video werden. Das kommt auch relativ früh, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, denn heute folgt höchstwahrscheinlich noch ein zweites Video, denn wir haben ja heute Mittwoch, das heißt, heute werden eventuell neue News veröffentlicht. Wir haben es ja jetzt auch bald Weihnachten, eventuell könnte man sich darauf einstellen, dass heute Nachmittag oder was weiß ich wann nochmal News kommen. Diesbezüglich könnte es sein, dass heute auch noch ein zweites Video folgen wird, deswegen heute nur ein ganz kurzes, kleines Video, so früh am Morgen. Und ja, ich wollte nochmal auf die Thematik eingehen, denn so einen richtigen Abschluss haben wir ja bisher noch nicht gefunden. Wie ihr es bereits schon im Titel gelesen habt, es geht um den Bug-Exploit mit der Hexe und wie Leute, oder mit dem Schmied, nicht mit der Hexe, glaube ich, ne? Oder irgendwie hing das zusammen. Auf jeden Fall haben sich ja Leute Millionen von Ressourcen zusammen erfarmt, halt durch eben diesen Bug. Und wir hatten ja auf das Video von Tuny reagiert gehabt. Das ganze Thema hat innerhalb der Community für große Aufruhr gesorgt. Und ja, jetzt wollte ich euch in dem Video nochmal zeigen, wie mit dem ganzen Thema umgegangen worden ist. Zuallererst werfen wir da mal einen Blick ins Forum. Und vor allen Dingen, was ja viel wichtiger ist, wie gehen sie in Zukunft damit um? Ja, ich möchte hier keine explizite Meinung dazu abgeben. Ich rufe sehr gerne auf, damit man unter dem Video in den Kommentaren sachlich darüber diskutieren kann, ob das Ganze jetzt nun so gerechtfertigt ist oder nicht. Dafür, wie gesagt, muss ich sagen, war ich viel zu wenig drin in dem ganzen Thema, wollte dem trotzdem aber auf jeden Fall seine gerechtfertigte Aufmerksamkeit schenken. Mensch, wieder Sätze hier am Start hier. Ja, Maßnahmen zum Hexenkessel-Exploit, also doch Hexenkessel. Irgendwie war es ja so, ne, Schmiederessourcen beim Hexenkessel. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir mit denjenigen umgehen wollen, die den Hexenkessel-Exploit letzte Woche ausgenutzt und sich dadurch Vorteile verschafft haben. Diejenigen Spieler, die identifiziert werden konnten, werden alle Items, die sie mit dem ergaunerten Arkan-Splittern verbessert haben, vom Account entfernt, inklusive Runen und eingesetzten Edelsteinen. Zusätzlich wird der Vorrat an Metall- und Arkan-Splittern auf ein Normalniveau reduziert, welches sich am Durchschnitt orientiert. Um zukünftig Bugs solcher Art besser vermeiden zu können, werden wir weiter an der Optimierung unserer Testszenarien arbeiten, als auch das Loggen von Aktionen im Spiel erweitern, um schneller und verlässlicher auf solche Situationen reagieren zu können. Ja, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, damit das Logbuch bei denen besser geführt werden kann, um solche Situationen in-game besser nachvollziehen zu können, weil im Nachhinein war es halt, eben schwierig gewesen, rauszufinden, wer jetzt was wie genutzt hat. Man hat es halt eben deutlich gesehen an den Verbesserungen der Leute, dass auf einmal die mit 20er Verbesserung rumgelaufen sind, was ja vorher innerhalb des Serverstarts von W59 jetzt als Beispiel, der ja 2 Monate alt ist, gar nicht möglich ist. Ja, und wir befinden uns jetzt auch gerade hier auf W59. Das Ganze, muss man dazu sagen, findet ja nicht nur auf W59 statt. W59 war jetzt in dem Falle nur der Hauptkriegsschauplatz gewesen zur Veranschaulichung dieses Bugs, weil es halt hier extrem zum Vorschein kam. Dadurch, dass der Server halt auch eben noch so jung ist und so absurd hohe Verbesserungen auf so jungen Accounts eben das dargestellt haben, was eigentlich hier die ganze Problematik ist. Und man darf dabei aber nicht vergessen, dass halt eben auf allen Servern weltweit dieser Bug genutzt werden konnte. Das heißt, hier wurden sehr viele Spieler explizit auf W59 halt eben reported und darauf hingewiesen, dass das so halt eben nicht sein kann, wie das hier vonstatten läuft. Und falls ihr irgendwo auf irgendeiner Welt, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist, oder Leute gesehen habt, die mit normalen Verbesserungen rumgelaufen sind und auf einmal über Nacht 20er Verbesserungen haben, dann tut euch da vielleicht auch keinen Zwang an, um denjenigen mal eventuell zuerst persönliche Nachricht zu schreiben, ob da was dran ist,
und dann halt eben mal vielleicht überprüfen zu lassen, ob das so mit rechten Dingen zugeht, weil natürlich die Leute auch extrem viele Ressourcen irgendwo gehortet haben können oder nicht am Mann tragen oder was weiß ich. Und es ist super, super schwer, das im Nachhinein halt eben noch so nachzuvollziehen. Ne? Deswegen habt ihr auf jeden Fall ganz gerne ein offenes Auge. Die Gilde, um die es sich hier gedreht hatte, war ja Hall of Shame gewesen und ja, in dem Video oder der Reaktion, die ich gemacht habe, sollte es auch auf keinen Fall jetzt irgendwie vorwurfsvoll den Leuten oder der Gilde jetzt explizit gegenüber rüberkommen. Allerdings sollte jeder, ne, weil mir dann auch geschrieben worden ist, dass das jetzt so ein Tavernenflotten gegen Hall of Shame Ding ist und ich da irgendwie mit reingezogen werde in die ganze Materie, ich aber gar nichts von dem ganzen Thema eigentlich, ne, zwischen der Konkurrenz zwischen den beiden Gilden weiß. Ich bin nur als neutraler Beobachter an die Sache rangegangen, um halt eben wirklich auf beiden Seiten für Strafe zu sorgen. Ne? Nicht, dass es nur Hall of Shame ist, sondern eventuell auch welche aus der Tavernenflotte. Keine Ahnung, ob Fast Food hier auch welche dabei hat. Oder auf ganz anderen Servern, ja, wo Top-Leute am Start sind, die den Bug benutzt haben. Es sollte überall mit dem gleichen Strafmaß rangegangen werden. Ja? Ob, wie gesagt, dieses Strafmaß jetzt nun so gerechtfertigt ist, wie gesagt, da könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Das lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Auf jeden Fall ist die Gilde halt jetzt eben dadurch komplett zerbrochen und ja, die Konkurrenz bzw. die Gildendynamik auf dem Server ist vielleicht jetzt nicht mehr so gegeben, wie es jetzt damals gegeben ist. Ne? Und wir können ja mal hier so ein bisschen in der Ehrenhalle durchschauen, ob hier noch Leute dabei sind, die relativ weit oben sind und in keiner Gilde spielen. Das könnte ja eventuell darauf hinweisen, dass diese Leute in der Gilde gespielt haben, obwohl das jetzt nur rein subjektiv ist und überhaupt nicht zur Sache tut. Aber eventuell hat man hier ja Leute noch dabei, weiß ich nicht, gehe ich jetzt einfach mal auf die Suche danach, die ein komplett leeres Equipment jetzt anhaben, aber ist jetzt hier momentan gerade nicht der Fall. Eventuell gibt es diese Accounts auch gar nicht mehr. Hier haben wir zum Beispiel jemanden, aber ich weiß nicht, wie gesagt, das steht jetzt hier in keiner Wertung, jetzt sage ich mal, dass ich jetzt diese Accounts hier explizit durchgehe, keine Ahnung, ne? Das ist jetzt einfach nur spekulativ gesehen, vielleicht haben Leute auch aufgehört, weil sie halt eben absolut keine Lust mehr hatten. Aber zum Beispiel hier, der Name ist mir halt hängen geblieben, weil derjenige halt eben auch das Hauptaugenmerk im letzten Video gewesen ist, beziehungsweise in der Reaktion. Eventuell hat sich hier was Neues gegründet. Wie gesagt, keine Ahnung, da bin ich jetzt komplett raus aus dem Thema, aber hier wissen wir ja zum Beispiel, dass die 20er-Verbesserungen am Start gewesen sind und ja, jetzt eben das Ganze reduziert auf ein normales Maß eben gegeben ist. Ne? Ja, das wollte ich euch nur nochmal sagen, um euch auf dem Laufenden zu halten, wie jetzt Playa Games auf diese ganze Situation reagiert hat. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt nicht so haupteingebunden bin in diese ganze Servergeschichte hier auf W59. Finde ich es halt extrem. Man merkt es extrem, aber auf anderen Welten kann es vorkommen, wo wir jetzt zum Beispiel gar kein Auge drauf geworfen haben jetzt zum Beispiel. Ne? Kann ja auch sein, dass es auf alten Servern da Leute gibt, die jetzt auch mit 20er-Verbesserungen rumlaufen, wovon wir gar nichts mitkriegen. So. Und das geht halt eben nur, wenn diese Leute halt auch eben irgendwo beim Support vorstellig werden und da halt eben auch drauf gelenkt wird. Ich muss dazu sagen, wenn man jetzt hier so einen Krach gemacht hätte, dann wäre hier wahrscheinlich auch nicht viel passiert auf dem Server. Aber das kann man halt vorher nie wissen. Ja, das soll es nur zum Thema mit den Bugs und wie sie jetzt in Zukunft damit umgehen gewesen sein. Wie gesagt, heute kommt vielleicht nochmal ein zweites Video in Bezug auf eventuelle Weihnachtsupdates. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall eventuelle News, die kommen. Falls sich die lohnen zu zeigen, dann wie gesagt, folgt heute noch ein zweites Video. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.